Es geht zum Dreiländersee und zwar mit unseren Enkelkindern. Aber bevor es dort losgeht, möchte ich euch noch ein paar Informationen geben, die nicht unbedingt ganz super neu sind, aber vielleicht helfen sie dem einen oder anderen. Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind ja mit unseren Enkelkindern in den letzten Jahren immer wieder eine Woche, manchmal nur einige Tage, mal zu einem Campingplatz gefahren, haben gemeinsam mit den Enkelkindern Urlaub gemacht. Für uns immer ganz wichtig, da wir viel im Jahr unterwegs sind und die Enkelkinder dann immer relativ wenig sehen. Aber so haben wir da mal ein paar Tage gemeinsam zusammen und das finden wir immer ganz schön. Das haben wir jetzt mit den jüngeren Enkelkindern schon einige Jahre gemacht und wir haben auch erwachsene Enkelkinder und mit denen haben wir es auch gemacht. Wir haben bisher nie reserviert und das ist nicht nur unser Ding, reservieren. Aber in diesem Jahr ist alles anders, können sich viele vorstellen. Die Plätze sind und waren alle voll. Und ja, da war es dann eben schwierig, ohne zu reservieren, irgendwo einen Platz zu finden. Ich habe dann zwei Wochen vorher versucht, irgendwo einen Platz zu kriegen. Natürlich wollten wir auch einen Platz, wo den Kindern so ein bisschen was geboten wird. Und da gibt es ja interessante Campingplätze, die viel Animation bieten und so weiter. Dann habe ich das online versucht und ja, da geht man aufs Portal und versucht dann in einem gewissen Zeitraum dort was zu buchen. Das ist mir nicht gelungen, überall war alles voll. Also ich habe überall Absagen erhalten und war aber erst so ein bisschen traurig. Aber dann habe ich was gefunden und zwar ein Stellplatz, Camping- und Stellplatz in Gronau und zwar am Dreiländersee. Und da möchte ich jetzt mal zeigen, wie man dort buchen kann und wie man feststellen kann, ob überhaupt noch was frei ist. Und dann zeige ich euch, wie wir dort hingefahren sind bzw. was wir dort so erlebt haben. Auf vielen Internetseiten von Stell- und Campingplätzen gibt es ja die Möglichkeit, online zu buchen. Die Möglichkeit, die habe ich mehrfach genutzt. Nicht überall war es von Erfolg gekrönt oder meistens nicht. Jetzt habe ich hier eine Internetseite und zwar bin ich auf der Seite vom Freizeitanlage Dreiländersee in Gronau, Nordrhein-Westfalen. Und dort kann man schon mal so sehen oder hat einen Überblick über die Möglichkeiten, wo man stehen kann. Es gibt den Campingplatz, dann einen Stellplatz mit Strom, dann eine Campingwiese und dort kann man dann entsprechend einen Platz buchen, wenn man das möchte. Voraussetzung ist natürlich das, was frei ist auf dem Stell- oder Campingplatz. Und das finde ich an dieser Internetseite gut. Man muss nicht erst Namen und Adresse eingeben und dann auf eine Antwort warten, ob was frei ist oder Plätze frei sind, sondern man gibt hier oder gibt das Datum an, Anreise, Abreise, Personenzahl und so weiter. Und kann dann sofort auf der Internetseite sehen, wie viel Plätze in dem Moment bzw. dann, wenn man dort hin möchte, frei sind. In diesem Fall wird noch nach der Größe des Fahrzeugs gefragt, wie viele Personen dabei sind, ob man einen Hund hat, ob man Strom braucht und so weiter. Und wenn man das alles beantwortet hat, dann kann man das Ganze abschicken und man erfährt sofort, ob die Möglichkeit besteht, dort einige Tage zu verbringen. Ich konnte erkennen, nachdem ich das Datum eingegeben hatte oder den Zeitraum, dass genügend Plätze frei sind. Es gibt die Möglichkeit, einmal auf der Allee zu stehen. Dort gibt es Strom, Plätze mit Strom. Und dann gibt es die Möglichkeit, auf der Campingwiese zu stehen, ohne Strom. Wir sind autark, wir könnten auch ohne Strom stehen. Also konnten wir ohne zu buchen dorthin starten. Auf Montag, dem 2. August, sind wir dann gestartet. Es sind etwa 200 Kilometer von uns bis nach Gronau und somit konnten wir in Ruhe ausschlafen und sind morgens um 11 Uhr gestartet. Unsere Kinder haben ihre Sachen in die Garage eingeladen, bis auf das Fahrrad vom Jüngsten. Das haben wir hinten auf die Anhängerkupplung, also auf den Träger der Anhängerkupplung draufgestellt, weil die Garage doch schon ziemlich voll war. Unsere Enkelkinder heißen Jan und Tom. Jan ist 10 Jahre alt und der Tom ist 13 Jahre alt. Was machen wir hier? Ja, kurz rasten. Eine Rastpause, eine kurze Pause. Das schmeckt ein Campingbrötchen. Ja. Genau. Gut. Und dann geht's gleich weiter. Ja, genau. Wir haben noch etwa 100 Kilometer, ne? Ja, ich glaube 90 oder so. 90, ja, genau.
Wir fahren auf der A31 Richtung Süden und dann müssen wir noch ein kleines Stück Richtung Westen auf der A30 fahren. Dann haben wir etwa noch 10 Kilometer bis zum Stellplatz. Gronau bzw. der Stellplatz liegt an der Grenze zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen und auch der niederländischen Grenze. Das sind nur wenige Kilometer bis dorthin. So, jetzt sind wir auf der direkten Anfahrt zum Stellplatz. Man kann so schon sehen, wir sind voll hier im Grün. Der Dreiländersee ist umgeben von viel Grün. Jetzt haben wir gerade die Einfahrt zum Campingplatz passiert oder sind vorbeigefahren. Jetzt kommen wir zum Stellplatz. Hier steht schon ein Wohnwagen, der wartet. Das kann ich jetzt schon sagen. Auch Wohnwagen dürfen hier auf dem Stellplatz stehen. Das habe ich jedenfalls so mehrfach hier gesehen. Hier auf der roten Tafel ist zu lesen, dass man sich erst anmelden möchte, bevor man den Platz befährt. Das war nicht möglich, da Mittagszeit war und die Rezeption geschlossen war. Aber wir treffen zufälligerweise eine Mitarbeiterin hier auf dem Platz. Sie hat uns erlaubt, wir dürfen den Platz befahren und uns später anmelden. Es hatte kurz vor unserer Ankunft einen ordentlichen Regenschauer gegeben. Man sieht es, hier stehen große Pfützen. Ich versuche, diesen Pfützen etwas auszuweichen, um das Mobil nicht unnötigerweise schmutzig zu machen. Dabei habe ich gleich festgestellt, dass hier alles einen festen Untergrund hat. Jedenfalls in dem Bereich, den wir befahren haben. Wenn der Boden aufgeweicht ist, dann ist ja besonders für Fahrzeuge mit Frontantrieb nicht immer ganz einfach. Bevor wir den Platz befahren haben, haben wir unser Mobil abgestellt an der Zufahrt und haben uns es umgeschaut und uns eine Parzelle bzw. einen Platz ausgesucht und haben dann erst den Platz befahren. Wir hatten vorher gefragt, ob es eine Parzellierung gibt. Die gibt es. Es ist aber nicht zwingend notwendig, dass man das alles genau einhält. So hatte man uns jeweils hier gesagt. Wir haben eine Parzelle gewählt hier im Bereich Allee-Camping mit Stromkästen. Strom brauchen wir nicht, aber trotzdem gefiel uns der Platz ganz gut und deshalb stehen wir hier. Wir hatten vorher gefragt, ob wir hier ein kleines Zelt aufstellen dürfen. Kein Problem, dürfen wir gerne machen. Denn wir haben in unserem Mobil nur 2 Schlafplätze. So müssen unsere Enkelkinder draußen im Zelt schlafen. Das ist aber für sie kein Problem. Das machen sie natürlich gerne. Unsere Enkelkinder haben im Laufe der Jahre gelernt, ihr Zelt selber aufzustellen. Da muss man hin und wieder vielleicht mal noch einen kleinen Tipp geben oder einen kleinen Hinweis. Aber ansonsten klappt das schon ganz gut. Der Stellplatz kostet 10 Euro am Tag. Darin ist Entsorgen enthalten. WLAN gibt es auch, war aber hier auf dem Platz nicht zu empfangen, musste man zum Campingplatz hin, um dort das zu empfangen. Wenn alles erledigt ist und alles aufgebaut ist, dann ist Entspannung angesagt. Dann wird auch schon mal ein Buch hergenommen und ein Buch gelesen, wobei das Handy doch mehr im Vordergrund steht und das Handy häufiger genutzt wird. Ein Blick von oben, wir sehen links unten den kleinen Campingplatz, er liegt fast direkt am See. Dann sehen wir links darunter den Stellplatz, das heißt, das ist der Allee-Camping. Und wenn wir dann noch weiter nach rechts schauen, dann sehen wir die Campingwiese. Wer Fernsehempfang haben möchte, der muss sich auf diese Seite stellen, wo wir jetzt hier stehen, oder diese Fahrzeuge, die man hier jetzt rechts sieht. Auf der linken Seite, dort steht man direkt vor Bäumen und da ist ein Fernsehempfang nicht möglich. Von der Platzgröße haben wir uns hier gefühlt wie auf einem Campingplatz, allerdings gibt es hier natürlich keine Sanitäreinrichtungen. Es gibt einen Bereich, dort gibt es Bäume. Dort hat man etwas Schatten. Wer sowas lieber mag, der stellt sich in diesen Bereich. Dann gibt es ja noch die Campingwiese. Das ist eine große Grasfläche. Dort kann man sich hinstellen, wie man möchte. Man muss nicht dort irgendwo im Außenbereich stehen, man kann auch mitten reinfahren. Hier stehen auch Wohnwagen. Wohnwagen habe ich allerdings auch auf dem Allee-Camping, also dort, wo wir stehen, gesehen. Dann gibt es Strom, allerdings nur im Allee-Camping-Bereich. Dort gibt es Stromkästen. Man zahlt 1 Euro für 2 Kilowattstunden.
Gegenüber vom Stellplatz ist die Einfahrt von dem kleinen Campingplatz. Dort findet man auch die Rezeption, wo man sich anmeldet, und man kann dort auch seine Stellplatzgebühr bezahlen. Der Campingplatz hat natürlich sanitäre Anlagen. Wer sowas also braucht, der stellt sich hier auf den Campingplatz. Ich habe aber auch gehört oder mir sagen lassen, dass man die Nutzung der sanitären Anlagen dazu buchen kann auf dem Stellplatz, muss sie dann natürlich entsprechend bezahlen. Die Türen der Toiletten und Duschen sind verschlossen. Wenn man das mit gebucht hat, bekommt man einen Schlüssel und kann die Räumlichkeiten dann betreten. Des Weiteren gibt es hier auf dem Campingplatz Blockhäuser, die man mieten kann. Wer dazu mehr Informationen braucht, der gehe bitte auf die Internetseite. Dort gibt es Informationen. Der Campingplatz hat auch einen direkten Zugang zum See und dort gibt es auch eine Bademöglichkeit. Hunde sind auf Stellplatz und Campingplatz erlaubt, müssen aber am See angeleint sein. Rund um den Dreiländersee gibt es einen Wanderweg. Es dauert etwa 40 Minuten, dann ist man einmal rum. Es gibt verschiedene gastronomische Betriebe. Dort kann man dann einkehren, wenn man möchte. War schon mal im Wasser? Ist das Wasser warm? Vom Stellplatz bis an den See sind es nur wenige 100 Meter. Wer gerne angelt, kann das hier auch machen, muss sich allerdings vorher Informationen einholen über die Bedingungen. Am nächsten Tag sind Rita und ich mit dem Fahrrad nach Gronau gefahren. Die Kinder hatten keine Lust mitzufahren. Für uns war das kein Problem. Die Entfernung ist etwa 4 bis 5 Kilometer bis zur Stadt. Es gibt gleich am Anfang der Stadt einen Discounter. Das sind bis dorthin vom Stellplatz etwa 4 Kilometer. Wer shoppen möchte oder einen Kaffee trinken möchte, der fährt am besten in die Innenstadt bzw. Fußgängerzone. Dort gibt es jede Menge Geschäfte und auch Cafés. Wir haben uns dort nicht sehr lange aufgehalten, ganz einfach deshalb, es ist dort im Moment sehr laut, es finden dort Bauarbeiten statt, deshalb sind wir schnell weitergefahren. Man kann hier rund um den Dreiländersee einiges mit dem Fahrrad abfahren, so kann man auch ganz schnell rüber in die Niederlande fahren, das sind nur wenige Kilometer. Außerdem gibt es die Möglichkeit, hier in dieser Region zu wandern. Es gibt ausgewiesene Wanderwege. Auch gibt es in unmittelbarer Nähe zum Dreiländersee einen weiteren kleinen See. Dort kann man gut wandern. Vor allen Dingen ist dort ganz ruhig und man kann dort die Natur voll genießen. Wir haben mit unseren Enkelkindern eine Wanderung gemacht und zwar ins Naturschutzgebiet. Dort gibt es einen Aussichtspunkt. Das sind vom Stellplatz etwa 3 Kilometer, also zu Fuß ohne weiteres zu erreichen. Das Gildehauser Naturschutzgebiet ist ein Moor- und Heidegebiet und gehört zur Grafschaft Bentheim. Es gehört zu den wertvollsten Feuchtgebieten Norddeutschlands. Die Rad- und Wanderwege sind hier überall gut ausgeschildert. Man erkennt ja auf den Schildern auch die Entfernung. Nach Bad Bentheim sind es etwa 8 Kilometer, bis nach Nordhorn 32. Es geht auf zu einer Bootstour. Da wollen wir gleich mal schauen. Segeltour, genau so. Ja, richtig. Es geht zu einer Segeltour. Und zwar haben wir auf dem Stellplatz den Gerd kennengelernt. Der hat hier im Hafen ein Boot liegen und der hat uns eine Segeltour vermittelt.
Und da haben wir dann den Sven kennengelernt und der macht mit uns jetzt eine Segeltour. Ja. Hallo. Ich bin Sven Schön. und ich nehme euch mal mit aufs Boot. Ja, danke. Ja, Was dann für kommt ein Boot nimmst du denn jetzt? Oder? Wir nehmen jetzt eine, das sind Schwimmwesten für alle. Die haben wir in ausreichender Zahl unten im, Ach so. im Bootshaus liegen. Wir holen dann gleich eben die Segel. Es gibt hier einen Segelclub, der auch clubeigene Segelboote hat und mit einem dieser Boote dürfen wir dann raussegeln. Der Sven, der ist hier Mitglied im Verein und hat unter anderem hier auch ein Boot. Der wird uns dann mit dem Segelboot rausfahren. Welche Größe du brauchst, musst du probieren. Genau, da guckt immer, dass sie passt. Nicht zu groß, nicht zu klein. Wenn sie zu groß sind, dann rutscht man durch, wenn man mal ins Wasser fällt. Aber so weit wird es nicht kommen heute. Deswegen, weil so windig ist es ja nicht. Genau. Nachdem wir alle eine Schwimmweste angelegt haben, geht es los zum Steg. Wir müssen die Segel noch mitnehmen dorthin und müssen dort dann die Segel entsprechend setzen oder ich weiß nicht, wie man es genau nennt. Jedenfalls helfen wir dabei. Auf die Seite ziehen. Über den Mast hängt. Der Dreiländersee ist in den 80er Jahren entstanden durch Sandaushub. Der Sand wurde benötigt für den Bau der Autobahn. Der See hat etwa eine Länge von 1,1 Kilometern, eine Fläche von 28 Hektar und ist so 7 bis 8 Meter tief. Ja, wir haben also kaum Wind, es ist fast windstill. Wir hoffen jetzt, wenn wir auf den See etwas rausfahren, dass dort der Wind etwas stärker ist und wir dann ein bisschen Fahrt aufnehmen. Jetzt müssen wir erstmal so gucken, was der Wind hier mit uns macht. Vielleicht kommt er von hinten. Das heißt, ich drücke mal das Segel rüber und die Fock muss jetzt auch auf die andere Seite. Auch wenn wir nur sehr langsam vorankommen, ist es doch schön, vom Wasser aus die ganze Landschaft sich mal anzuschauen. Am Anfang hatten wir ja noch etwas Wind, sodass wir noch etwas Fahrt aufgenommen haben. Jetzt haben wir fast Windstille. Man sieht, das Wasser ist ganz glatt. So mussten wir jetzt zu den Paddeln greifen, um zu unserem Steg wieder zurückzukommen. Mal paddeln. Du bringst dich schön aus. Danke. Hochkommen. Fuß hilft schon, glaube ich. Man hat jedenfalls noch Kraft. Durch die Flaute war das Ganze natürlich nicht so interessant wie bei einem richtigen guten Wind. Aber für die Kinder war es ja eine schöne Abwechslung. Wir sagen auf diesem Wege nochmal Danke an Sven und Danke auch an Gerd, der das Ganze vermittelt hat und natürlich auch an den Verein, der uns das Boot zur Verfügung gestellt hat. So. Ja, dann Okay. viel Spaß hier. Ja, danke Sven für alles. Ne? Ciao, tschüss. Ciao. Eine Seefahrt, die macht ja hungrig und so ging es dann abends noch ab in ein Restaurant und zwar in das Restaurant Seeblick. Das Restaurant ist etwa, ja, ich würde mal sagen, so zwischen 500 und 1 Kilometer vom Stellplatz entfernt, also sehr schnell zu erreichen. Es war an diesem Abend noch schön warm, so dass wir uns draußen auf der Terrasse einen Platz gesucht haben. Ich habe aber einen Blick ins Restaurant geworfen. Sieht alles gut aus dort. Am nächsten Tag war Abreise angesagt. Es hatte in der Nacht und auch am Morgen geregnet. Dann ist das Abbauen natürlich nicht so schön. Aber es gab so Trockenperioden, da haben wir dann die Möglichkeit genutzt und abgebaut. Die Luft gefüllt. Obwohl wir das Zelt ordentlich trocken gewischt haben,
ist es trotzdem nicht ganz trocken und müssen das wahrscheinlich zu Hause nochmal wieder auspacken, um es dann nochmal richtig trocknen zu lassen. Oh Gott, ist da viel Luft. Ja, die kommt. Etwa eine Stunde haben wir gebraucht, um alles abzubauen und einzupacken. So ist die Garage jetzt wieder ordentlich voll. 4 Tage haben wir nun gemeinsam mit den Enkelkindern hier auf dem Stellplatz am Dreiländersee verbracht. Es war mal wieder eine interessante Zeit. Wir haben was von den Enkelkindern gelernt. Die Enkelkinder haben vielleicht auch etwas wieder von uns gelernt. Bevor wir jetzt ganz abreisen, fahren wir noch zur Entsorgung. Sie ist auf der anderen Seite des Stellplatzes. Dort gibt es einen großen Parkplatz für PKWs und dort ist auch die Entsorgungsstation. Auf diesem Parkplatz sieht man auch schon mal Wohnmobile stehen. Man darf hier dann 24 Stunden stehen und zahlt dafür 3 €. So, jetzt sind wir hier angekommen an der Entsorgung. Da haben wir 2 Betonsäulen. Einmal ist hier im Vordergrund die Entsorgung und einige Meter weiter, dort gibt es dann die Frischwasserversorgung. Das war es mal wieder von meiner Seite. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wie immer, über einen Daumen nach oben. Freuen würde ich mich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten sage ich wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.